sehr froh, dass wir noch die Gelegenheit bekommen, darüber zu sprechen. Was ist da los? Wirst du mit 53 Jahren plötzlich ruhiger, HP? Ja, ruhiger nicht, aber wir haben ja jetzt das Bandjubiläum 25 Jahre Scooter und da dachten wir, nur ein Best-of ist langweilig, das hatten wir auch schon zweimal. Wir müssen uns mal was anderes überlegen und dachten, wenn man jetzt unsere Musik nur aus Piano reduziert, also es gab ja schon Unplugged, es gab mit Orchester und so, aber den Gegensatz fanden wir eigentlich am größten und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut wird, weil Olga Scheps ist erstmal eine geniale Pianistin. Russische Pianistin, die in Köln lebt? Genau, die ist auch in Deutschland weitestgehend aufgewachsen, aber in Moskau geboren. Und dann hat das zusammen mit einem Produzenten, wurde das ja neu arrangiert. Also auch von der Art her so wie eben früher Bach oder Beethoven vom Arrangement. Und das fand ich so cool, weil man kann sich ja vorstellen, man spielt das einfach mit dem Klavier, so relativ simpel, sind ja eingängige Melodien. Aber da wurde sich richtig so reingekniet und was ganz Neues kreiert. Und das fand ich ganz toll. Wie hat denn die Olga Scheps, die ja selber Echo-Klassik-Preisträgerin ist, Newcomerin war sie, wie hat sie reagiert, als ihr mit dieser Idee auf sie zugekommen seid? Ja, wir haben uns ja kennengelernt, wir haben so ein kleines Video gedreht und so weiter. Und da meinte sie, sie hätte schon in ihrer Jugend Scooter gehört. Also ja, so auf Partys und Radio. Sie meinte, man kam da irgendwie gar nicht dran vorbei. Das stimmt, das lief ja auch bei Viva rauf und runter und so. Das war so auch ihre Zeit damals. Und deswegen, und sie sagt, sie sei auch immer offen, schon die Klassiker früher hätten immer hier und da sich inspirieren lassen und auch Musikstile gemischt. Und sie sagte, sie kann sich sogar vorstellen, in ihren Konzerten diese Stücke auch zu spielen, also mit einzubinden. Und macht dich das so ein bisschen stolz, dass da so jemand aus der Klassik sagt, ja, die Melodien sind so eingängig, aus denen kann ich was machen? Doch, also auf jeden Fall. Wie gesagt, das war auch so eine, wie man sagt, eine Schnapsidee, aber dass sich das dann so entwickelt, da habe ich selber nicht mit gerechnet. Und finde das jetzt so eigentlich eine tolle Sache zum Jubiläum irgendwie. Darf ich mal fragen, wie es um deine Ohren bestellt ist? Geht so. Also heute muss ich mich echt anstrengen, hier alles mitzukriegen. Ne? Also ist tatsächlich so, dass das gelitten hat in den letzten Jahren durch diese Disco-Musik, warst du mal beim Konzert? Weißt du, wie laut das ist? Nein. Sie geht nur zu Lars Eidinger. Genau. Nee, aber also so ein bisschen schon. Gerade wenn so, ja, wenn noch Hintergrundmusik läuft und so weiter, muss ich mich konzentrieren. Gerade wenn jemand so leise spricht. Aber das meiste kriege ich eigentlich noch mit. Das Wichtigste. Ist das ja vielleicht auch so ein bisschen der Grund, ich war total überrascht, das über dich zu erfahren, dass du relativ ländlich wohnst. Du wohnst in Hamburg-Duvenstedt, das ist so 30 Minuten, 40 Minuten von der Innenstadt entfernt. Relativ ländlich, also ja, viele Pferdeweiden und da ist es irgendwie auch ein bisschen beschaulicher. Und dann gibt es dann 2 Supermärkte und ein schönes Restaurant, in das man geht. Ja. Man könnte ja jetzt auch glauben, dass du irgendwie, keine Ahnung, in der Metropole lebst. Berlin oder vielleicht ja, im gut, Ausland. Ich lebe ja in Hamburg, aber eben in Hamburg-Duvenstedt. Ja. Das hat nichts mit der Lautstärke zu tun. Das ist einfach, ich wohne ja schon 20 Jahre. Für mich ist das so ein Gegenpol zur sonstigen Hektik. Also ich bin ja echt viel unterwegs und sonst ständig im Studio. Ich fahre ja auch jeden Tag in die Stadt rein und so. Aber wenn man dann nach Hause kommt, das ist wirklich so abschalten. Und ich gehe morgens gern laufen durch den Wald und muss mich nicht irgendwie groß zurechtmachen oder irgendwo hinfahren. Ich stehe auf, hau mir Wasser ins Gesicht, ziehe mir irgendwas an und renn einfach los. Man begegnet keinem, vielleicht kommt einem mal ein Wildschwein entgegen oder ein Hase. Ansonsten hat man da echt seine Ruhe und das genieße ich sehr. Du bist ja auch sehr ländlich aufgewachsen. Du bist in Leer geboren, im ostfriesischen Leer. Das ist 100 Kilometer westlich von hier. Wie oft bist du noch da? Also eher selten. Obwohl ich eigentlich gerne mal da bin, so übers Wochenende. Aber das Problem ist eben, wir sind an Wochenenden fast immer irgendwo unterwegs und haben Auftritte. Ansonsten war es ja also jetzt nicht so ländlich, so wie eine Kleinstadt eben. Es ist eine Kleinstadt und ich bin im Vorort aufgewachsen. Und man wird ja oft gefragt, ist das Fluch oder Segen? Also ich muss sagen, für meine Kindheit und Jugend war das ideal, weil man hatte so eine absolute Freiheit. Also wir konnten eben überall da im Wald spielen, auf Feldern. Aber wenn man mal in die Stadt wollte, konntest du mit dem Fahrrad überall hin. Man war nie auf den Bus angewiesen. Wir sind auch zur Schule mit dem Rad und ich konnte die Musik so laut aufdrehen, wie ich wollte. Ich hatte so ein eigenes Zimmer, das war ganz hinten im Haus. Ich hatte selbstgebaute Boxen später, die waren so 1,30 Meter hoch. 80 Zentimeter tief, hatten so einen Bass
Und dann ging das am Wochenende los. Bei mir war immer Vorglühen, also herrlich. Wir haben auch ein Foto aus deiner Kindheit. Wir haben ja bei allen so ein bisschen versucht, Aber was leider zu finden. kein Film, ne? Nee, leider kein Film. Und wir wissen auch nicht, wie alt du auf diesem Foto warst. Vielleicht kannst du uns da helfen. Wow. Ach Gott, da war ich noch so Heavy-Rock-Fan. Das war ja, oh Gott, da muss ich so 16 gewesen sein. Aha. Da sehe ich ja fast älter aus als jetzt. Wann hast du... Der Tommy ist super. Ja, Wahnsinn. Ja, also da war noch, ich war ja auch mal Fan. Hier so Parallelen gab es auch. Ich war auch, also mein Zimmer war tapeziert mit Postern, aber nicht von Morten Harkett, sondern Ritchie Blackmore. Das war der Gitarrist von Deep Purple, und Rainbow. Und das war so in meiner frühen Jugend mein absoluter Hero. Und ich habe dem immer nachgeeifert. Da gab es dann ein Poster, da hatte er so einen Zylinder auf dem Kopf und einen Sakko an. Dann habe ich mir auch einen Sakko besorgt, so einen alten Zylinder von meiner Oma irgendwo vom Dachboden. Und bin damit dann überall hin, also mit diesen langen Haaren und einem Zylinder auf dem Kopf. Das sorgte auch für Aufsehen. So. Ihr wollt gerade fragen, wie kam das an auf dem Dorf? In der Kleinstadt? Das haben Vor Ort noch nicht viele so richtig mitbekommen. Das ging ja erst los so in der New Wave-Phase. Irgendwann habe ich meinen Musikgeschmack geändert, da habe ich nur noch Depeche Mode gehört, Soft Cell, The Cure. Und da war es eben auch üblich, sich stark zu schminken. Und ich fand das total cool. Und hatte manchmal auch knallroten Lippenstift drauf, die Haare sowieso mindestens zweifarbig gefärbt. Herr Lindner, war das bei Ihnen auch mal so? Nein, so geschminkt und so gefärbt die Haare nicht. Aber ich habe mal zweimal sogar auf der Love Parade mitgemacht und habe einen eigenen Wagen gemacht. Das war damals also nicht ganz so hart die Scootermusik, mehr so Twans und sowas. Und zweimal, ich wollte unbedingt nach Berlin auf die Love Parade. Und wann war das? 99 und 2000. Ah ja, da war ich schon nicht mehr da. Ja, das ist das Generationengap. Wenn du da hinfährst, dann versuch einen eigenen Wagen zu machen. Das war ein Desaster. Natürlich, ja. Wir sind zwar mitgefahren, aber wenn man keine Ahnung hat so von Hardware, also Dinge zusammenbauen und so, dann ist das echt problematisch. Aber die anderen haben gefeiert, ich habe neben dem Generator geschlafen, weil ich mit dem TÜV nächtelang verhandeln musste. Oha. Aber ist ja lustig, dass es dann gleich wieder der eigene Wagen war. Ich finde das schon interessant. Ja, ich wollte meinen Freunden was bieten. Ja. Apropos Freunde, nennt man dich in Leer HP oder Hans-Peter Gerdes? Also, Giovanni sagt übrigens gerne HP oder auch PH. Ich finde das überhaupt nicht ehrenrührig. Hans-Peter zu heißen. Nee. Also HP zu sagen. Ja, nee, ist auch okay. Nein, es hat sich einfach ergeben in der Schule. Zu der Zeit war Dallas ziemlich angesagt mit JR. Und mein Chemielehrer hat mich einfach HP genannt. Also das war so ganz lapidar, aber ich war froh, dass man mich nicht mehr Hansi nannte. Hansi Baxter. Wie nennt deine Mutter dich? Was denn? Wie deine Mutter dich nennt? Die sagt meistens Hans-Peter oder Dave. Dave? Ja, ich habe mich auch Spaß auch mal Sheffield Dave genannt. Also So ich hieß habe in viele Hamburg immer Pseudonyme. früher, ne? Du weißt. Bitte? Früher in Hamburg haben nicht immer alle unter Dave gekannt. In Hamburg früher. Ah, ja. Szene und so. Ihn. Ihn? Ja, ja. Da war das nicht HP, und das war Dave. Ja, das war. Ich habe eine Zeit lang mir zu jeder Single-Veröffentlichung neues Pseudonym überlegt. Das eine war Dave und den habe ich auch ein bisschen gefeatured so mit einem T-Shirt. Aber bei über 50 Singles, ich habe 50 Namen, die weiß ich selber nicht mehr alle. Aber Dave weiß ich noch. Aber es ist schön, dass deine Oder auch Mutter... der schöne Dave, so ironisch dann natürlich. Ne? Danny Dave. Es ist auf jeden Fall schön, dass deine Mutter einen von diesen Namen immer noch verwendet. Geht sie denn auch auf die Konzerte? Oder Ja, ist sie ja, eine also Zeit lang jedes mitgegangen? Hamburg-Konzert ist ja jetzt wieder am, lass mich nicht lügen, 16. Februar in der Barclay Arena. Also da ist sie jedes Mal dabei. Mit Ohrstöpseln oder ohne? Also sie meistens ohne. Sie sagt, sie will das Klangerlebnis voll. Wie alt ist sie denn? Darf man sowas sagen? Ja, so Mitte 70. Noch jung. Das Ja, ja. Und vor allen Dingen sieht sie auch viel jünger aus und ist gut drauf. Also 70 ist es neue 30. auf jeden Fall. In dem Fall kann man das fast sagen. Ich habe vorhin schon mal kurz versprochen, dass wir heute auflösen werden, wie Hyper Hyper entstanden ist. Und wie diese Idee entstanden ist, so reinzuschauten in die Songs, was ja kein Gesang ist, weil du rufst dir eigentlich was rein. Ja. Es hat auch mit einem Konzert in Hamburg zu tun und mit dem Partyveranstalter Michael Ammer. Das war mir total unbekannt, diese Anekdote.
Das stimmt. Also wir hatten ja vor Hyper Hyper schon eine Single veröffentlicht. Das war Ende 93, deswegen jetzt auch 25 Jahre Scooter. Und das war aber so ein Instrumental. Und der Ammer hat mich ja so lange genervt am Telefon, wir sollen noch bei seiner Bild-Szene-Party auftreten. Und ich sage, Mensch, wir haben noch ein Lied und eine B-Seite ist instrumental. Wieso sollen wir da auftreten? Er sagt, ja, das ist aber so ein halber Club-Hit, schon ganz gut. Naja, wir waren beim Soundcheck. Ich sage, ja, Jungs, also gebt mir mal ein Mikro, dann mache ich so ein bisschen Freestyle, mal sehen, was passiert. Aber ich stelle mich jetzt nicht eine Viertelstunde hinter das Keyboard und kann gar nicht Keyboard spielen. Wie sieht das denn aus? Und dann habe ich ein Mikro genommen und ich war ja zu der Zeit immer auf Raves und habe viele MCs so gesehen bei den Engländern, was die so machen. So ein bisschen rappen, ein bisschen die Leute anfeuern. Das habe ich eben auch gemacht. How are you doing? How are you? Und dann habe ich immer Hyper, Hyper. Und da haben die Leute immer geschrien, waren in Ekstase. Und ich dachte, irgendwas passiert mit diesem Hyper, Hyper. Das habe ich dann noch 30 Mal geschrien. Nach der Show sagte Jens, das ist, mit dem machen wir heute noch, auch unser Label, Konto und so, Jens sagt, ey, Spiel, da müssen wir irgendwas draus machen. Ich sage, ja, auf jeden Fall. Hast du das mitgekriegt? Die Leute drehen völlig durch. Am nächsten Wochenende, wir in unser Kellerstudio, damals noch in Hannover, haben das Ding wirklich an 2 Tagen aufgenommen. Ich habe noch Kumpels angerufen, sag mal, hier, nenn mir noch mal ein paar deiner Lieblings-DJs. Ich wollte als C-Part alle DJs grüßen. Big Shout to, und dann geht das ja los. Westbam, Marusha und so weiter. Ich glaube, das waren 26. Ich habe 3 Wochen gebraucht, mir diese blöden DJs alle zu merken. Und ja, und so ging das dann los. Wie fanden die das, da begrüßt zu werden in dem Song? Am Anfang wusste keiner, was das eigentlich ist, wer wir sind, wo wir herkommen. Ja. Irgendwann wurde das ja so mega erfolgreich und dann gab es auch so, wie ich, dass die Leute einen gedisst haben, so wollten das nicht und die taten so, als sei das eine Strategie gewesen, uns in die Szene einzuschleichen, obwohl wir gar nicht dazugehören. In Wirklichkeit fanden wir die wirklich toll und haben nur gesagt, so hurra und wir grüßen euch alle und das Leben ist schön und Also Marusha sagt mir auch noch was, weil ich damals eben auch mal so ab und zu mal so auf Raves war. Aber du bist natürlich derjenige, der jetzt immer noch wahnsinnig erfolgreich ist, auch kommerziell wahnsinnig erfolgreich. Wunderst du dich manchmal selber, dass du damit so erfolgreich bist, und was zwar über Jahrzehnte? Damit? Ja, mit diesem mit How much is the fish? Ja, ich muss sagen, das wird ja heute differenzierter betrachtet, auch seitens der ja, viele halten es schon fast für Dadaismus, ja, und diese Kunst, Sätze. auch Dadaismus. Ja. Also es gibt verschiedene Sichtweisen, wie ich gelernt habe. Und also wir waren schon immer überzeugt von dem. Wir haben natürlich oft oder meistens auch wirklich eine starke Hook, eine starke Melodie. Ich finde, egal wie hart so ein Track ist oder ob das sehr technoid ist oder wie auch immer, aber sobald sich das auflöst im Break durch eine tolle Harmonie oder Melodie, hat es ja auch einen kommerziellen Aspekt und ist eben nicht so rein monoton wie die Musik, die man im Club hört. Das war eigentlich so unser, vielleicht, ja, Geheimnis dahinter. Also das ist unsere Musik. Und wenn wir das nächste Jubiläum feiern, dann wünschen wir uns, dass du so ein bisschen reinschautest. Vielleicht mal, dann laden wir dich nämlich wieder ein. Vielen Dank, dass du bei uns bist. HP Wechsler von Scooter. Nein, wir nicht wirklich.